ein Triceratops, ein Langhals und sogar noch ein Raptor. Was ein Gag. Mahlzeit, herzlich willkommen beim neuen Video von Ride Review Magazin. Wir drehen gerade wieder ein bisschen durch, denn wir sind wieder in einem Freizeitpark. Freizeitpark Edelwies. Haben wir schon ein paar Mal hier gezeigt. Wir nehmen euch heute mit auf so einen kleinen Vlog. Wir steppen so ein bisschen hier durch, zeigen, was hier so geht, fahren ein bisschen was. Denn es gibt eine neue Achterbahn 2025. Die wollen wir natürlich counten. Dazu erzählen wir euch ein bisschen was. Und was ihr sonst hier, wenn ihr noch nicht hier wart, verpasst habt und in den Videos von uns bisher noch nicht gesehen habt. Und die Dinos sind auch neu. Über Dinosaurier-Animatronics, wie man solche Figuren auch nennt, kann man sich ja streiten über die Qualität oder sonst irgendwas. Wo man sich meiner Meinung nach nicht darüber streiten sollte, ist den historischen Aspekt, ob das denn wirklich, also wir haben so Kommentare gelesen, Profi-Bewertungen ist so ein kleines Format hier auf dem Kanal, wo sich wirklich aufgeregt wird, dass man bei neuesten Forschungsergebnissen jetzt rausgefunden hätte, dass der T-Rex eine Oberlippe hatte. Und der hat die jetzt hier nicht, das geht gar nicht. Was das? Das verstehe ich noch nicht. Ja, so nach dem Motto, das ist unrealistisch, weil, ja. Also sorry, aber wir wissen ja nicht mal, wie realistisch das Aussehen von diesem Tier überhaupt ist. Ja, es gibt doch auch diese Theorien, dass die vielleicht doch flauschig waren, ja. Und die Farben, ich sehe diesen Stein, dann hatte der so eine Farbe. Was ist das? Das ist so ein kleiner Exkurs. Schafe, die sind realistisch, ja. Die sind sehr gut getroffen hier. So, wir gehen jetzt endlich mal rein. Ganz kurz erwähnt, vielen, vielen lieben Dank an den Sponsor dieses Videos, was ihr jetzt gerade seht, und zwar SBF Visa. Von denen gibt es auch ein paar Achterbahnen hier im Edelwies zu sehen. Also nicht hier, ich drehe das Video gerade woanders, aber die supporten das ganze Video. Trotzdem ist das unsere Meinung und komplett frei und nicht beeinflusst, was ihr gleich seht zu den Fahrgeschäften. Und ansonsten nochmal vielen Dank nach Italien an SBF Visa. Und zum Beispiel die neueste Achterbahn, die jetzt da steht, wurde von CW Attractions, Christoph Wunderlich, da hingebracht nach Edelwies. Seht ihr jetzt gleich auf jeden Fall im weiteren Verlauf dieses Videos. Der sich nicht so. Ja, wir sitzen auf dem re-engineerten Compact Spinning Coaster von SBF Visa. Erzählen wir gleich ein bisschen was zu. Das ist, glaube ich, einfacher als. Jetzt kommt er nochmal, jetzt kommt er mal richtig. Nee, kommt er nicht. Wir haben uns gerade einmal so gedreht, dass wir hier richtig den Spin reingebracht haben. Schauen wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh Gott. Oh nee. Ach, wie schade, das war's schon. So, dann fahren wir mal wieder zurück in unsere Endposition. Dann gucken wir mal weiter. Aber auch mit dem Baum jetzt hier in der Mitte, das finde ich voll hübsch. Auch hübsch. Das ist cool. Und auch, dass die Bodenplatte in Form gegossen ist. Ah, stimmt. Weißt? Und nicht einfach nur eine, sondern in der 8. Und dann noch den Rand gepflastert und so. Das macht stimmt, genau. Und nicht einfach. Schicki. Wir sind jetzt erstmal nach hinten durchgelaufen und sind jetzt am äußersten Rand des Parks. Natürlich hat jetzt in dem Moment, wo wir anfangen wollten zu erzählen, der Kollege mit der Rüttelplatte angefangen, damit das wenigstens ein bisschen lauter ist. Es wird hier immer noch fleißig gebaut, es passiert hier immer noch sehr viel in Edelwies. Und wir waren ja erst letztes Jahr hier und haben euch
diese neue Achterbahn gezeigt, den Eulenblitz Sierra Force Coaster der neuesten Generation, der richtig geil ist. Heute startet er leider erst nachmittags, weil die eine neue Fotoanlage gerade bekommen und dann noch an der Feinjustage der Positionierung sind. Das dauert leider ein bisschen länger als geplant. Wären wir gerne noch mal gefahren. So cool ist die Bahn und war in meinen Top 20 Achterbahnen, die neu aufgemacht haben 2024. Ziemlich weit oben dabei. Wenn ihr das Video gesehen habt, könnt ihr euch gerne hier aufregen. Diese Achterbahn hat auch neu aufgemacht. Marienkäfer ist ein Family Coaster von SBF Visa. Und das ist ganz cool zum Übergang zum Dino Coaster. Weil der Dino Coaster, habe ich ja gesagt, ist re-engineert. Man sieht es hier noch ganz gut. Ich möchte es jetzt nicht Stützenwald nennen, aber diese ganzen A-Böcke mit den vielen Verstrebungen. Es sieht ein bisschen wüst aus. Und re-engineert beim Compact Spinning Coaster bedeutet das. Das Ganze sieht aufgeräumter aus, ist etwas überschaubarer. Und wir sind auch hier nicht mehr bei der großen 3-Gurtschiene, sondern bei einer 2-Gurtschiene. Und nicht nur das, sondern diese A-Böcke gibt es nicht mehr und sind durch, ich nenne es mal normale Stützen, durch größere Stützen ersetzt worden. Und die sind natürlich auch nochmal abgestützt, also es sieht immer noch von mir aus wie ein A, aber es sieht viel aufgeräumter, viel ordentlicher aus, unserer Meinung nach. Das Ganze ist immer noch eine Achterbahn, die auf Sohle gebaut ist. Jede Achterbahn von SBF Visa kann aber auch mit regulären Fundamenten bestellt werden. Da hat man hier aber darauf verzichtet, sondern auf Sohle die Bahn. Ist auch einfacher. Dafür gibt es aber eine Grundplatte als Fundament, die in Form der Bahn ist, was ziemlich cool ist. Aber auch, da hat jemand hier ein bisschen weiter mitgedacht. Es ist jetzt nicht einfach nur eingeschalt, Beton gegossen, fertig, sondern die Außenkanten sind gepflastert mit Abschlussrandsteinen. Was Randsteine meistens sind zum Abschluss. Sonst wäre es keine Randsteine, sondern einfach nur Steine. Und innen drin Beete mit Bäumen und Pflanzen drumherum, auch hinten mit dieser Steinwand im Hintergrund. Die Schienenstützen sehen auch echt cool aus. Die Wagen sind halt noch die klassischen alten. Also das ist okay, aber dann wieder dieses Rot. Warum nicht zum gesetzteren, helleren Braunton zu dem dunkelbraun von außen von den Gondeln? Aber Farben und SBF Visa, das ist eh so ein Problem. Die Bahn ist auf Sohle gebaut, die Bahn kann so frei stehen. Edelwies hat sich aber dazu entschieden, an 8 Punkten auch nochmal die Bahn mit dem Fundament zu verbinden. Und hat so Verbindungspunkte mit eingebracht. Muss man nicht, ist einfach nochmal ein zusätzlicher doppelter Sicherheitsaspekt. Die Bahn kann jetzt nicht wie eine Waschmaschine im Schleudergang jetzt hier durch den Park weglaufen. Was ich schade finde, ist, dass ja meistens sind das ja Standardausführungen und bei diesen kleinen Compact Spinning Coastern ist es für den einen oder anderen Betreiber bestimmt praktisch, dass direkt an der Sohle, an der Bahn selber die Befestigungspunkte für die mitgelieferten Zäune sind, weil so eine Bahn ja auch eingezäunt werden muss. Hat man hier darauf verzichtet, hat hier eigene Zäune außen herum gesetzt. Damit ist das Ganze einheitlicher und sieht ein bisschen besser aus. Die Flansche dafür, die sind halt trotzdem da. Die verschwinden auch nicht. Das sieht wahrscheinlich auch kein Mensch, außer wir jetzt darauf achten. Ja, ansonsten ist die Re-Engineering des Compact Spinning Coasters, denke ich, doch gelungen. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Hier noch eine große Bahn, richtig große Achterbahn. Es gibt aber auch noch mehr und wir haben so ein Hybrid, so ein Übergangsding von Achterbahn und Sommerrodelbahn. Da gehen wir eben mal hoch, glaube ich. So, wir sind jetzt beim Alpine Coaster. Bevor wir darüber ein bisschen mehr sprechen, es gibt hier diesen Wheelie von Wiegand. Es ist eine Bahn, da könnt ihr mit nach oben fahren, die überholt uns jetzt auch. Ihr könnt damit auch wieder nach unten fahren. Nicht spektakulär, langsam, normal, spannend wird es hier. Aber das ist halt nur, damit ihr nach oben kommt. Hier gibt es nochmal einen Rutschenturm, oben sind noch ein paar Hütten. Und ja, der Park möchte sich auch selber ein bisschen entzerren, dass du halt auch hier leichter oben auf den Berg raufkommst. Aber man kann natürlich auch den Alpine Coaster benutzen. Das ist eine Sommerrodelbahn, bei der ihr nicht rausfliegen könnt, denn ihr seid schienengebunden wie bei einer klassischen Achterbahn.
und könnt Vollgas geben, bis jemand vor euch ist, dann solltet ihr vielleicht bremsen und dem erklären, er kann Vollgas geben, weil man kann hier nicht rausfliegen. So, und man kann auch nicht zu schnell werden, es gibt Fliehkraftbremsen, die das auch verhindern. Wir haben noch ein paar Meter Lift, hier sind überall im Wald irgendwelche Rutschen verteilt, das ist mega cool und ist wirklich, hier steht nochmal ein großer Kran, also hier geht richtig was und Edelwies wächst immer weiter und es passiert immer mehr und es kommt immer neue Attraktionen und Erlebnisse mit dazu, die ihr hier erleben könnt. So, man sieht es ja, 39,17 km/h bei der Dame und 45,40 km/h bei mir. Du Schisser! Schaffst du das? Ich bremse nicht. A, bin ich schwerer, B, aerodynamischer. Wir haben jetzt gerade eine Fahrt auf dem Höllencoaster gewagt. Wenn man den Lift hochfährt, sieht man, dass links einiges gebaut wird. Also die haben auf jeden Fall Bock, den Berg noch zu bebauen. Und die Fahrt finde ich immer noch sehr stark. Gefällt mir gut, richtig schön durch den Wald da. Ich liebe das ja, wenn das dann alles so lecker riecht und so. Und landschaftlich ist hier natürlich mega. Hinter mir sieht man ja ein Panorama-Killer. Also Haus hier so. Ohne Freizeitpark dann, aber weil das stört. Posted. Picture perfect lives, imaginary worlds, heavy cloud of minds. I think I'll pass on that. When did this get so important? Maybe it's not. I don't really care. I'm going to fly forever. Wir sind ein bisschen weiter gegangen. Das Ganze ist ja hier auf mehreren Ebenen, weil wir ja einen Hangberg-Freizeitpark quasi hier haben in Edelwies. Und hinter mir ist die Superschaukel, ein sogenannter Super Swing von AS Rides, Ride Engineers Switzerland. Und das ist der erste seiner Art. Jetzt, dieses Jahr, hat erst der zweite davon überhaupt eröffnet in Schweden. Und wir sind es jetzt endlich auch mal gefahren. Das hat sich bei den ersten beiden Besuchen hier in Edelwies noch nicht ergeben, dass wir das Ganze fahren konnten. Ist cool, ist gar nicht so intensiv, wie es jetzt erstmal von außen aussieht. Kickt aber auf jeden Fall erstmal rein, wenn er startet. Es gibt aber auch
vor allem jetzt in Grünerlund, verschiedene Fahrprogramme von familientauglich, was jetzt in so einem Park angebracht ist, weil das hier ein Familienfreizeitpark ist, bis zu einer Full-Version, die jetzt in Grünerlund dann zu anderen Uhrzeiten auch gefahren werden kann. Coole Attraktion, macht das auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, geile Aussicht. Wenn ihr noch ein bisschen weiter geht, gibt es auch noch ein doppeltes Riesenrad, was sich auch noch ineinander dreht quasi. Ganz viele Spielplätze, vor allem so ein großer Piratenspielplatz ist oben. Verschiedene Wasserspielplätze, große Gastronomie, gute Gastronomie gibt es hier auch. Einen kleinen Kettenflieger, irgendwelche kleinen Bagger und kleine Autos und Fotopoints, alles was ihr braucht, gibt es hier natürlich auch. Aber auch noch mal ein paar Sachen wie eine Pferdereitbahn, eine Traktorbahn oder auch von ABC Rides der Maibaum. Entspanntes Fahrgeschäft, schöne Aussicht und einfach gestalterisch macht sich sowas in Bayern meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Passt hier auf jeden Fall hin. Ihr habt auch Meerschweinchen. Da könnt ihr Uschi zum Beispiel verlieren. Schafe, Kapibaras, ja. Trampoline, ohne Ende Trampoline, das ist auch wichtig. So, das ist so ein bisschen, noch ein bisschen, was hier so geht. Wir gehen vielleicht gleich noch mal ein paar Aufnahmen machen, damit ihr was gesehen habt. Und hier bei der Superschaukel ist eine Runde nach der anderen, die gefahren wird. Und nachdem wir jetzt angefangen haben, kommen sie auch alle nach und nach hier hin, wollen fahren. Kann natürlich mit beiden Seiten fahren. Heute ist nicht so viel los. So wird nur eine Seite bedient, damit ihr aber überhaupt fahren könnt. Also wenn hier richtig Rambazamba ist, dann ist auch Doppelanlage angesagt. Wir fahren jetzt noch das Dual Wheel. Wir mussten gerade noch mal die Superschaukel fahren, weil zwei einsame Leute da standen, so wie wir gerade eben, und auf die dritte Person gewartet haben. Deswegen haben wir uns angeboten, dass wir noch mitfahren. Und jetzt ist die Operatorin von der Superschaukel hier hingekommen zu dem Dual Wheel, als wir das gefilmt haben, und hat gefragt, ob wir hier mit auch fahren wollen, weil das ist eigentlich im Wechselbetrieb mit dem Maibaumflieger und der Maibaumflieger ist gerade in Betrieb quasi. Nee. Nein, der ist gerade nicht in Betrieb, aber da sitzt der Operator. Und das ist halt nicht so, wenn da einer steht, renne ich dahin und dahin, sondern so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr. Und ja, jetzt kommen noch ein paar andere Leute rein. Ja gut, wenn so wenig los ist, dann ist das ja auch cool, wenn die Operator das machen können. Vor allem ist es, mir ist es ein Anliegen, dass wir das Ding auch mal in Bewegung zeigen, damit man versteht, was ich meinte, dass die sich ineinander drehen. Das wollte ich gerade noch erklären, aber es erklärt sich jetzt von selbst. Quasi sind es zwei kleine Riesenräder, Rücken an Rücken, und die drehen sich um 360 Grad im Kreis. Was 360 Grad hat ein Kreis so an sich. Gut, das passt da mit der Kamera sehr schön. Finde ich übrigens total cool, weil es von außen super spektakulär aussieht und du einfach einen viel geileren Überblick über den Park hast. Vor allem bei einem nicht so einem großen Rad. Wäre auch bei dem großen ein bisschen schwierig. Ich finde es leider nur ein bisschen hakelig. Das ruckelt so immer wieder. Ich weiß nicht, ob das dann
der Zahnkranz in der Mitte ist. Ja, immer dieser Ruckler, das ist nicht so fein. Aber sonst finde ich die Idee und auch wie es an sich das Fahrerlebnis ist, finde ich richtig cool. Also wieder mal was Neues. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding bei RS, dass da halt immer viele neue revolutionäre Sachen sind. Also vor allem Willi Walzer ist ja einfach so ein Brain, der ständig neue Sachen sich ausdenkt und entwickelt. Haben wir auch schon in mehreren Videos drüber gesprochen. Ich hoffe, ihr habt das schon gesehen und ihr kennt den Kanal. Wenn nicht, abonnieren kostet nichts, hilft uns aber ungemein weiter. Das macht ihr jetzt und dann gucken wir ein bisschen weiter. Es gibt hier weiter oben noch einen kleinen See und es gibt eine Bootsfahrt und ganz viele richtig geile Sitzgelegenheiten. Super Aussicht, ich weiß nicht, ich liebe das einfach. Wir haben es halt bei uns auch nicht, aber es ist wirklich so traumhaft hier. Das Wetter ist genial und ihr könnt hier immer noch euch ein bisschen aktiv bewegen und hier über den See euch ziehen in beide Richtungen. Auch noch mehr Spielgelegenheiten, dann ist ja hier oben der Piratenspielplatz. Es ist einfach cool, ein richtiger Wohlfühlort für Groß und Klein. Hoppa. Ja, ihr seid hoffentlich eleganter als ich. Hier sehen Sie ein maßstabgetreues Wildschwein sowie eine Ameise. Es wird doch wahrscheinlich schon daran scheitern, dass ich mich noch nicht mal einfach so halten kann. Schweige denn vorwärts kommen. Boah, die Junge, im Leben nicht. Aber es ist ja bei mir auch mehr Gewicht, was man halten muss, als bei anderen. Wer schielt denn da um den Baum? Den habe ich letztes Mal schon gesehen. Ich bin's nicht. Wasserlauf hier, ich kann nie mehr. Echt nicht? Das ist schön. Das ist schön. So schön. The water is running. Es gibt hier nicht nur diese Hängekugeln, sondern auch dem Bachlauf folgend noch eine Kugelbahn bzw. eine Murmelbahn, je nachdem wie man das nennen möchte, wo man diese Holzmurmeln einfach mal den ganzen Berg runterrollen lassen kann. Sowas macht auch immer Spaß. Ich gucke mal, ob ich das hier hinkriege physikalisch. Faszinierend. Klingt nicht schlecht, Dennis. Johnny Johnson wäre stolz auf mich. Bitte wer? Johnny Johnson. Sag dann. Komm, Ninja Warrior. Irgendeiner hat Gestern hast du wenig Arbeit. Gestern hat richtig einer. Nee, irgendeiner hier hat richtig Aua im Kopf. Echt? Was macht das? Gott, wieso sind wir hier lang gegangen? Das ist ja geil. Das ist ein Original Uschi-Nasensimulator. Ich hoffe, das konntet ihr nicht hören. Das ist nicht nett. Richter Spielgeräte. Original Uschis Nase. Nein! Malo! Geh picknicken hier. Hier ist dein Picknicktisch. Klangschale, nicht Zerstörschale. Holzis. Holzi, Holzi, Holzi. Oder was? Ja. Imascore produzieren hier. Wo sind die Meerschweinchen? Sollen wir zum Erdmämmchen? Einfach mal halt noch zusammen. Okay. Das will er sich auch nicht entgehen lassen, ne? Und jetzt sind wir noch dann gegenläufig, ne? Vielleicht bin ich einfach zu gut. Vielleicht bist du einfach zu gut. Ich gehe zu dem Erdmännchen. Der ist mir zu gut.
Oh, Musik kann man damit auch machen. Das sind aber komische Erdmännchen. Das sind Präriehunde, das habe ich sofort gesagt, als ich das gesehen habe. Erdmännchen sind da vorne. Aber wir gucken uns auf dem Weg gucken wir uns noch die Hasen, Bambi, Känguru-Tiere an. Deren Namen ich immer vergesse. Glücklich? Ja. Gut. Nee. Voll süß auch die Erdmännchen. Die fühlen sich hier anscheinend so wohl, dass sie gar keinen auf ihrem Wachposten haben. Erdmännchen haben ja immer einen auf so einem erhöhten Punkt sitzen, der den Himmel beobachtet, um Fressfeinde vorzubeugen, dass man sich dann schnell in den Bau verkriechen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass hier einige Greifvögel unterwegs sind. Wir haben jetzt keine gesehen, aber es ist halt auch nicht die Uhrzeit, wo Greifvögel so am Start sind. Aber gut, wenn die da ihre eigenen Sicherheitsstrukturen haben, braucht man sich wahrscheinlich als Besitzer von so einem Erdmännchen keine Sorgen zu machen. Wir filmen jetzt noch ein bisschen hier unten die Traktorbahn und die Pferdereitbahn. Und dann sind wir wahrscheinlich auch schon fertig, aber es ist wirklich traumhaft schön hier. Wir haben jetzt gerade ein bisschen rumgealbert bei den ganzen Spieleinrichtungen da oben auf dem Berg. Die Bootsfahrt. Also Riesenpotenzial hier drin auf jeden Fall. Mega. Wir wären nicht bei Ride, wir würden euch nicht zwischendurch erstmal Quatsch erzählen, um den dann später im Video zu korrigieren. Traktorbahn stimmt, Pferdereitbahn bedingt. Attraktionstyp ist Pferdereitbahn, aber es sind Hirsche? Elche? Ich würde sagen Elche. Elche. Elche Pferdereitbahn? Ja, diese. Ne, sind Elche da drauf. Und damit sind wir, glaube ich, durch, um euch so eigentlich alles zu zeigen, was hier geht, was hier steht, was ihr so fahren könnt. Es wächst immer weiter, aber es lohnt sich meiner Meinung nach jetzt schon hier hinzukommen. Für mich braucht sie Dinosaurier nicht. Allgemein nicht hier als Thema und auch nicht quer im Park verteilt. Eher dieses Landwirtschaft-Wald-Thema, finde ich persönlich, passt hier besser hin. Lässt sich besser und schöner integrieren und wie gepflegt hier alles ist. Die Grünanlagen, der absolute Wahnsinn. Und dann halt so eine Traktorbahn und solche Geschichten. Das ist schon sehr, 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 sehr schicki hier in Edelwies, meiner Meinung nach. Und auch die anderen Attraktionen, das passt alles perfekt hier hin. Also es sind sehr coole Ideen, die hier umgesetzt wurden. Achterbahn-Line-Up ist, oder Portfolio ist größer geworden. Aufgefüllt mit 2 kleineren Anlagen, die jetzt einfach nur so da stehen. Dafür Olmblitz eine wirklich grandiose neue Achterbahn. Da haben sich bei Zierer auf jeden Fall mal Gedanken gemacht. Aber da haben wir auch ein einzelnes Video zu gemacht. Das verlinke ich euch hier, das könnt ihr euch jetzt gerne nochmal angucken. Und ansonsten eure Meinung zu Edelwies gerne in die Kommentare. Und wir kommen auf jeden Fall wieder, weil es echt schön ist hier.